beschäftige mich mit verschiedenen Szenen, die vielleicht mir im Leben passiert sind oder die Freundinnen von mir oder Familie mir erzählt haben, die für mich eine politische Inhalt haben, den ich als mikropolitische Geschichten bezeichne. Und dazu versuche ich immer Personen den Platz zu geben, die in die Kunstgeschichte verweigert wurde. Und damit meine ich POC, schwarze Menschen oder Menschen, die auch meine Hautfarbe haben, weil ich in der Kunstgeschichte vor allem auch, dass ich in eine europäische Universität studiere oder in Europa studiert habe, habe ich irgendwann bemerkt, dass es nicht repräsentiert war. Und so fängt es an, ich versuche immer diese Geschichte auf einen Satz zu, zusammenzufassen und dann fange ich an, irgendwie Zeichnungen über diese Geschichten. Wie gesagt, für mich sind auch so Körper von verschiedenen Menschen, vor allem Frauen auch, wo die immer irgendwie in der Kunstgeschichte ein bisschen vielleicht sexualisiert wurden oder nicht unbedingt als, ähm, als Hauptrolle genommen würden. Und das Bild heißt Blonde with her own money. Also blond mit ihr eigenes Geld, ihren eigenen Geld, genau. Und das ist halt immer ein Spruch, den man auf Spanisch sagt. Ja, es gibt auf jeden Fall, also ich bin katholisch aufgewachsen und die Familie von meiner Mutter kommt aus dem Norden Peru, wo es sehr viel Schamanismus gibt und auch verschiedene Rituale und heilige Pflanzen, die man benutzt und in meiner Familie, also das heißt, das hat auch einen Namen auf Spanisch, das heißt Syncretismo und das ist, wenn Schamanismus und, christliche oder katholische Religion zusammenkommen. Das Bild heißt Ceviche and Friends und das ist eine neue Interpretation von der letzten Abendmahl. Ähm, und die Geschichte anfing, weil ich wollte, also mein Onkel, der Schaman war, ist gestorben und ich wollte ein Foto, und als er gestorben ist, dann haben meine Tanten seine ganzen Sachen verbrannt, weil die meinten, es bringt schlechtes Glück ins Haus. Und deswegen wurde das alles verbrannt und dann, bevor das gemacht wurde, habe ich Fotos davon gemacht. Und nach 5 Jahren oder so dachte ich mir, ich will ein Bild darüber malen, wo die Erinnerungen vielleicht nicht mehr so klar waren und ich dann das ein bisschen neu interpretiert habe. Und in diesem Raum, wo er die Rituale gemacht hat und alles, gab es ein Bild von das letzte Abendmahl. Und, und ich dachte, okay, ich will das Bild auch malen, aber dann mit irgendwas Peruanisches. Oh, ich fand das Studium die tollste Zeit meines Lebens auf jeden Fall. Es war total schön. Ich fand es auch ganz schön am Anfang dieses Jahr, wo wir den Grundlagen hatten. Und dann hatte ich die Möglichkeit, auch viele andere Sachen auszuprobieren und dann noch viele andere Freundinnen aus verschiedenen Fachrichtungen, Fachbereichen in der Uni. Das fand ich irgendwie ganz toll und besonders auch, weil es so frei war. Das ist, was ich irgendwie in der Uni ganz toll fand, dass viele Studentinnen zusammengekommen sind und immer selber Ausstellungen organisiert haben. Das öffnet sehr viele Türen, weil zu jeder Ausstellung kommen immer verschiedene Menschen, die immer dann deine Arbeit wieder sehen. Und genau, und dieses Jahr wurde ich dann fürs Goldrausch-Programm angenommen und das ist auch ein Programm für Frauenkünstlerinnen in Berlin. In dem Programm haben auch ganz tolle Künstlerinnen schon mal mitgemacht, beziehungsweise Professorinnen, die in der Weißensee jetzt auch unterrichten, waren auch Teil von dieses Programm. Und deswegen
das Programm hat ja einen sehr guten Ruf und dazu sind auch immer mehr Leute auf die Arbeit aufmerksam geworden.